Tja, erst im Oktober 2023 kam Forza Motorsport raus. Das hat ja keine Bezeichnung mehr gehabt, es hat einfach nur Forza Motorsport. Ist aber eigentlich Forza Motorsport 8. Also sagen wir jetzt mal Forza Motorsport weiterhin, dann wisst ihr, was gemeint ist. Ja, das kam jetzt quasi erst vor 2 Jahren raus, ist aber jetzt schon komplett tot. Vielleicht habt ihr das schon gehört, vielleicht aber auch noch nicht. Also das Spiel ist jetzt wirklich offiziell finito. Also man kann zwar noch spielen, die Server werden auch noch online gehalten und da gibt es auch noch diese rotierenden Events, dass man auch alles bekommen kann und so. So ähnlich wie in Forza Horizon 5, ne? Da gibt es ja auch immer noch die Festivalspielliste, die läuft einfach weiterhin. Die Leute können abstimmen, was sie da machen wollen und ja, so kann man nach und nach immer noch die ganzen Fahrzeuge collecten. Aber es gibt nichts Neues mehr. Es gibt sogar, das finde ich richtig krass, keine Updates mehr und auch keine Bugfixes mehr. Also wenn jetzt noch irgendwelche Bugs drin sind und ich kenne mich mit dem Spiel gar nicht aus, weil ich das noch nie gespielt habe, dann hast du Pech gehabt, weil die werden dann auch nicht mehr behoben. Finde ich persönlich merkwürdig, auch wenn das Spiel gar nicht so gut angekommen ist. Allerdings weiß ich auch gar nicht, warum das so gar nicht so gut angekommen ist. Ich wollte es auch immer mal spielen. Ich habe das sogar runtergeladen. Ich habe das seit Release, also Oktober 2023, habe ich das auf der Konsole und nicht ein einziges Mal bin ich da reingegangen. Ja, und was soll ich sagen? Als es dann rausgekommen ist, hat man direkt ganz viele Nachrichten gesehen, dass das, warum auch immer, scheiße ist, ja. Dass viele Bugs drin sind und viele Sachen einfach nicht richtig funktionieren. Und ja, Leute, die das halt öfter spielen, das einfach nicht gut fanden. Ich weiß aber nicht warum, ich kann das gar nicht beurteilen, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ist aber echt merkwürdig, weil die ganzen letzten Forza Motorsport, die kamen ja eigentlich richtig gut an, ne? Ich habe das mal hier aus dem Xbox Store rausgesucht, also eigentlich schon die Fan-Plattform, ne? Wenn wir jetzt mal angucken, Forza Motorsport 5 hat jetzt hier 4 von 5 Sterne bekommen. Motorsport 6 hat weniger Bewertung, aber hat ja, fast die gleiche Anzahl, also auch 4 Sterne. Motorsport 7 kam sogar noch mal besser an, hat dann 4,5 Sterne und hat auch extrem viele Bewertungen tatsächlich. Also man kann sagen, der Durchschnitt ist so bei 4 Sterne. Aber dann kommt Forza Motorsport, also quasi Motorsport 8. Ja, das kam raus und das hat nur 3 Sterne bei 4.000 Bewertungen. Und das ist, wie gesagt, auf der Xbox-Seite die Bewertung. Und das ist ja schon die Fan-Plattform, ne? Also, da sind die Leute ja schon vielleicht ein bisschen gutmütiger. Wenn wir das jetzt mal auf Steam uns angucken, da hat das nur eine unterirdische Bewertung von 49,9, sagen wir mal. Das ist Maximum Kacke, Digga. Also ich kenne nur ein Spiel, was schlechter ist. Gibt noch einige natürlich, aber mir fällt jetzt gerade nur ein Spiel ein und das ist Test Drive Unlimited Solar Clown, was ja auch von A bis Z eine absolute Vollkatastrophe ist. Das ist jetzt über 1 Jahr alt und ist immer noch eine Vollkatastrophe und es wird euch gefühlt nur noch schlimmer. Fakt ist, damit wir jetzt nochmal zum Punkt kommen hier, das Ding ist jetzt durch. Es gab noch ein schönes Update und zwar war es auch dieses Jahr, ne? Ich glaube Mitte 2025 irgendwo so rum. Ja, da gab es noch dieses Fujimi Kaido Update, um 20 Jahre Forza Motorsport zu feiern. Was ja schon mal der erste Hinweis gewesen ist, dass Forza Horizon 6 in Japan spielen wird. So, und das kam im Mai raus, kam richtig gut an. Also man kann sagen, der Aufschwung von dem Spiel und jetzt ist es fallen gelassen worden. Und dazu kommt noch, dass auch, also ich glaube kurz nach dem Update irgendwann oder ungefähr da kurz, ich glaube als das Update gedroppt wurde, danach wurden erstmal ein paar Leute entlassen und die restlichen Leute oder viele davon haben dann anscheinend an Forza Horizon 6 gearbeitet. Und jetzt haben wir es Dezember 2025 und jetzt ist es offiziell tot. Es gibt hier so einen Artikel, so einen Newsartikel, so einen Rückblick 2025, den verlinke ich nochmal in der Videobeschreibung. Da steht ganz viel Blabla drin und am Ende kommt jetzt der springende Punkt, wo sie sagen, dass das Spiel jetzt finito ist. Ich blende euch den englischen Dings ein, aber ich lese euch das mal auf Deutsch vor. Also, vielen Dank für eure Unterstützung im Jahr 2025. Es ist unglaublich, die Leidenschaft der Community für Forza Horizon, für Forza Motorsport zu sehen. Und wir lieben es, mit euch im Featured Multiplayer-Rennen zu fahren und eure Autos und Driftkünste bei den Meetups zu bewundern. So, jetzt aber. Da sich unser Team 2026 voll und ganz auf die Entwicklung von Forza Horizon 6 konzentriert, um ihnen das bestmögliche Spielerlebnis zu bieten, planen wir keine neuen Autos, keine Strecken, keine Features oder regelmäßige Bugfixes für Forza Motorsport. Also quasi Ende, ne? Wir werden das Spiel jedoch weiterhin unterstützen, indem wir die Online-Server aktiv halten,
Events und Wettbewerbe veranstalten und monatlich bereits veröffentlichte Features, Tours und Belohnungsautos erneut anbieten, bis ihnen alle Inhalte jederzeit zur Verfügung stehen. Also quasi wie in Forza Horizon 5. Das war ja auch quasi das einleitende Ende von dem Game, ja, dass jetzt wirklich nichts mehr gekommen ist, keine Updates mehr und dann einfach nur noch in irgendeinem Algorithmus bzw. Leute abstimmen können, welche Festivalspiele sie da zocken möchten. Ja, und dann kommt die halt dran. Genauso geht das jetzt auch mit Forza Motorsport weiter. Bedeutet Tod. Ja, und da kommt auch nichts mehr Neues. Jetzt sagen die noch am Ende hier, wir hoffen, dass ihr auch 2026 weiterhin mit uns Forza Motorsport Rennen fahrt. Wir sehen uns auf der Rennstrecke. Ja, aber wie man sieht, das Ding ist durch. Keine Autos mehr. Und scheiß mal auf Autos und so, ne? Aber noch nicht mal irgendwelche Updates oder zumindest Bugfixes gibt es auch nicht. Das heißt, da arbeitet wirklich niemand mehr an dem Spiel. Da sitzt keine einzige Person wahrscheinlich mehr und macht irgendwas. Also es ist wirklich komplett finito, ne? Jetzt arbeiten quasi alle Leute, die da noch bei Turn 10 sind, ich glaube, so heißt der Laden da, ne? Die arbeiten jetzt alle an Forza Horizon 6. Finde ich auch nice, weil ne, wir wollen ja auch ein geiles Game haben und das muss ja auch jetzt zeitig kommen. Das wird wahrscheinlich... Also, ne, ist jetzt die Frage, wie gut die da vorankommen. Aber ich sage ja immer noch, dass das im April schon kommen wird. Da werden die auf jeden Fall jetzt Vollgas geben. Also, es ist irgendwie trotzdem ziemlich komisch. Und ich glaube, das gab es auch wirklich noch nie, dass die wirklich 2 Jahre nach Release Forza Motorsport komplett schon fallen lassen. Und es ist ja jetzt nicht so, dass die sagen, ja, wir machen nur noch Bugfixes oder ein paar kleine Updates, um uns auf Horizon zu konzentrieren. Sondern die sagen wirklich, wir machen gar nichts mehr. Und konzentrieren uns auf Forza Horizon. Also ist wirklich komplett finito tot. Ob da überhaupt nochmal ein Forza Motorsport kommt, weiß man natürlich nicht. Ich sag euch ganz ehrlich, ich glaube, dass dieses Forza Motorsport wahrscheinlich das letzte Forza Motorsport in der Form gewesen ist und da auch nichts mehr kommen wird. Auch in Zukunft nicht mehr. Ich hätte eine andere Idee, was da kommen könnte, ja, aber da können wir irgendwann anders mal vielleicht drüber sprechen oder so. Ich glaube, Forza Motorsport ist wirklich komplett tot. Ist auch ein bisschen schade, weil eigentlich war das ja so eine nice Alternative immer zu anderen Simulatoren. Ne? Ich meine, es gibt ja auch jetzt nicht so die große Auswahl. Es gibt schon viele Simulatoren, ne? Aber es gibt ja keine vernünftigen, ne? Ich meine, was gibt's da? Es gibt Gran Turismo, okay, das geht nur auf PlayStation 5. Und wenn du halt richtig simulatormäßig unterwegs sein willst, dann, ja, weiß ich nicht, ne? Also du bist ja immer an die Konsole gekoppelt und dann gibt's halt nicht jedes mögliche Lenkrad, jedes mögliche geile Zubehör, blablablub. Bist also komplett eingeschränkt. Also eigentlich kann man sagen, für Simulationsspiele ist Gran Turismo die schlechteste Variante, obwohl es ein geiles Game ist. Wenn die das mal irgendwie auf dem PC droppen würden, dann wäre das natürlich was anderes. Aber ansonsten gibt es noch Assetto Corsa, ja, und Forza Motorsport. Das waren immer so Top-Geschichten, ne? Ich muss ehrlich sagen, mir fällt auch gar kein anderer Name mehr ein. Ja gut, es gibt noch sowas wie Formel 1 da, ne? Da kommt auch regelmäßig so ein neuer Dünnschiss raus, aber ihr könnt ja gerne mal ein paar in die Kommentare schreiben, so richtig AAA-Titel. Jetzt kommen wir nicht mit so einem 0815 Indie-Dünnschiss an. Also ich rede wirklich von so Top-Titeln und da gibt es eigentlich auch nichts mehr, ne? Also insofern eigentlich schade, wenn es wegfällt. Aber wie gesagt, ich hätte eine Idee, wie die Zukunft da aussehen könnte. Aber jetzt ist auf jeden Fall erstmal komplett tot, ne? Das Spiel kam schlecht an, die Spielerzahlen sind auch nicht so hoch, die waren auch nicht so hoch. Und ich glaube auch generell, das ist halt irgendwie ein nischiger Bereich, ne? Also generell Autospiele ist ja schon so ein bisschen nischig, sag ich mal. Aber diese Hardcore-Rennsimulation ist schon extrem nischig, ne? Die meisten Leute wollen wirklich so eine Open World haben, so wie Forza Horizon oder wie Sieg oder Fest. Weiß nicht, da haben die Leute mehr Spaß dran, einfach an so einer Open World und da irgendwie mit den Autos zu machen, was sie wollen und nicht nur stupide auf einer Rennstrecke zu fahren, sondern das machen, was du möchtest. Sachen erkunden, vielleicht in der freien Open World irgendwie was zu sammeln oder keine Ahnung, was zu machen, ne? Man muss auch mal sagen, das ist so, wenn du jetzt so das wirklich vernünftig machen möchtest, dann musst du halt auch schon Knete haben, ja, weil ein vernünftiges Lenkrad mit am besten noch so ein wie heißt das hier, so ein Stuhlmoped da, ne, und Pedale und so, also wenn man sich da mal bei vernünftigen Herstellern umguckt, und ich rede jetzt nicht von so einem Logitech-Dünnschiss da, sondern von vernünftigen Sachen, sondern bei Fanatec oder so, wenn man sich da mal umguckt, also das ist halt auch nichts für jeden, ne? Das ist was für alte Leute, die, weiß ich nicht, Geld haben oder so, ne? Da kostet ein Lenkrad mal eben, keine Ahnung, ein paar tausend Euro. Dann kannst du noch verschiedene Lenkräder da draufstecken und noch einen Shifter vielleicht und keine Ahnung was noch, ne? Super-Duper-Pedale.
blabiblub. Und am besten Fall brauchst du natürlich auch einen geilen PC, damit er dann PC, also das ist halt alles ultra teuer, ne? Das kann sich ja keiner leisten. Und bei so einem Open-World-Ding, weißt du, da kannst du dich auf dem Sofa entspannt hinsetzen, kannst du deinen Controller in die Hand nehmen, fertig, Arsch lecken, ne? Kann man auch mit Lenkrad spielen, aber weißt du, das ist eh schon so nischig und noch teuer, wenn man das geil haben möchte. Und ja, die Leute haben mehr Bock auf so Open-World-Geschichten. Und ja, man sieht ja auch an Assetto Corsa, glaube ich, kam auch mal eine News. Ich glaube, das gibt's noch gar nicht, ich weiß noch nicht, aber bei dem neuen Spiel soll man irgendwann auch mal so den Bereich um den Nürburgring herum in der freien Fahrt erkunden können oder so. Ja, da sieht man, da geht die Richtung einfach hin. Und ich glaube, sowas stirbt immer mehr und mehr aus vielleicht. Ne? Aber das war's, Leute. Ich will euch nicht weiter hier voll labern. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Und guckt euch das nächste Video an. Da geht es nochmal um Forza Horizon 6. Da gibt es nämlich eine krasse News, Alter. Beste Leben. Und wenn du vielleicht doch noch Bock auf Forza Motorsport hast, dann guck mal gerne bei meinem Partner Instant Gaming vorbei. Da kannst du das, glaube ich, für 30 Euro oder so kaufen. Oder, was ich machen würde, das wäre der schlauere Move, kauf dir den Game Pass Ultimate. Der kostet hier für 3 Monate nur 30 Euro. Besser geht's nicht. Und dann kannst du 3 Monate Forza Motorsport zocken oder Horizon oder 400 andere Spiele, ne? Also, da auf jeden Fall mal vorbeigucken. Ansonsten gibt es auch noch ein Gewinnspiel. Ey, das ist auch noch, hab ich fast vergessen zu sagen. Gibt auch noch ein Gewinnspiel hier, da könnt ihr ein Spiel eurer Wahl gewinnen. Ihr müsst nichts machen, außer draufklicken, das war's schon. Der Link ist in der Videobeschreibung. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, schaut rein, euer Zocker. Ciao, ciao. Yeah.